Moin Leute, hier ist Mo von VR, ich bin Mutansen und hier sind schon wieder die PlayStation VR 2 Spiele-News, denn gestern ist irgendwie schon wieder so eine Mini-Bombe geplatzt. Also auf dem PlayStation-Blog gab es tatsächlich wieder so eine PSVR 2-Aktion und es gab ziemlich viel Infos zu bisschen bekannten Spielen schon, auch ein paar neue dabei. Auf jeden Fall so viel, dass wir heute mal durchhetzen müssen, wenn wir uns hier nicht so lange aufhalten wollen. Das hier ist übrigens nur das Spiele-News-Video. Das Releases im Oktober-Video kommt natürlich auch irgendwie morgen oder übermorgen. Und das sind richtig viele diesmal. Ja. 16 Titel habe ich jetzt durchgezählt. Ich weiß, da kann jeden Tag noch was dazukommen. Deswegen werde ich auch zu den Titeln, die jetzt sowieso im Oktober rauskommen und zu denen ich sowieso noch ein ausführliches Video mache, nicht so viel sagen, sondern einfach mich mal durchhangeln zu den aktuellen Neuankündigungen für die PlayStation VR 2. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Von VR Kiwi hat mich eine E-Mail erreicht. Das sind ja die Macher von Cave Digger und Cave Digger 2. Die sind an einem neuen Titel dran, der heißt Towers and Powers und ist offensichtlich ein Tower Defense Klon. Das Teil wird schon am 15. Dezember rauskommen. Multiplattform-Titel, unter anderem halt auch PlayStation VR 2. Ist ein klassischer Tower Defense Titel, ganz niedliche Grafik. Denke mal, wird seine Freunde finden, ist jetzt aber wahrscheinlich auch nicht das, worauf alle PlayStation VR 2 Besitzer händeringend gewartet haben. Erinnert ihr euch vielleicht noch an einen der PlayStation VR 2 Starttitel, nämlich Plants at War von Cactus Cowboy? Das ist ein junger Mann hier aus Deutschland, ein Ein-Mann-Studio, und der Titel war komplett kostenlos. Und für alle, die sagen, ja, ich möchte mal so einen Story-Shooter wie Call of Duty, das ist es. Ja, nur dass ihr als Kaktus spielt und irgendwie Raupen und sowas angreifen. Aber ansonsten ist es wirklich ein Story-Shooter in klassischer Manier. Und Cactus dann hat schon das Folgeprojekt, nämlich Desert Warfare. Das ist zum 2. November angekündigt und bringt natürlich auch wieder krasse Action mit. An einer Ausgrabungsstätte nahe der Bug-Landgrenze wird eine geheimnisvolle Höhle entdeckt. Als die Bug Army einen plötzlichen Angriff startet, sie sind auf der Suche nach etwas in der Höhle, etwas so Wertvolles, dass es einen erbarmungslosen Krieg auslöst. Schlüpfen sie in die Rolle von Cactus Cowboy, wehren sie die Bug Army ab, decken sie die finsteren Pläne ihrer Anführer auf. Tauchen sie in ein actiongeladenes Feuererlebnis, das ihnen für immer in Erinnerung bleibt. 8 Stunden Kampagne über 12 einzigartige Waffen mit manuellem Nachladen. Sehr wichtig. Passen Sie Ihre Waffen mit Zielfernrohren, Grips und Lasern an. Treffen Sie alte Freunde wieder und stellen sich neuen Gegnern. Entdecken Sie Cacti Town und besuchen Sie den Waffenladen. Über 30 Waffenskins zum Freischalten. Kämpfen Sie unter der Erde, in der Luft und auf den Wüstenplains. Der erste Teil war schon witzig und vor allen Dingen auch technisch ganz gut. Ja? Es hatte eine gute Auflösung, gute Framerate. Schauen wir mal, was der zweite Teil bringt. Ich bin mit dem jungen Mann im Kontakt und vielleicht hat er auch mal Lust, dass wir uns irgendwie ein bisschen drüber unterhalten, wie man so einen Titel entwickeln kann. So, und dann knallte es wieder mal in meiner Welt rein wie eine Bombe. Ganz überraschend. Red Matter kommt für die PlayStation VR 2. Das schon jetzt am 5. Oktober. Ich habe schon ein Video drüber gemacht, deswegen rede ich jetzt nicht mehr viel drüber. Guckt euch bitte das Video dazu an, wenn euch das interessiert. Als nächstes kommen die Angry Birds VR Eisel auf Pix auch auf die PlayStation VR 2. Den Titel hatten wir schon auf der PlayStation VR 1. Ganz klassisch, ihr zielt mit so einem Katapult und schießt Vögel auf Schweine. Genau das war's. Das hatte dann sogar, glaube ich, so einen eigenen Editor noch und so. Das war relativ komplex. Aber es ist ein sehr einfaches Spielchen. Jetzt gibt es das PS VR 2 Upgrade. Viele Leute haben mich schon gefragt, so, was ist denn jetzt mit Among Us VR? Das wurde doch angekündigt für PlayStation. Ja, es ist immer noch angekündigt. Tatsächlich, gestern wurde angekündigt, dass es kommt. Uns war das ja allen klar. Netterweise haben sie ja auch hier wieder kein Release-Date geschrieben. Aber ich denke mal, wenn sie hier so offizielle PlayStation-Blog-Einträge haben, dann wird es jetzt nicht mehr so weit sein. Was sie netterweise geschrieben haben, dass es 9,99 kosten wird. Ja, also den Preis wissen wir schon mal. Und dass es halt den letzten DLC gleich dann mit beinhaltet. Es gab ja bei Among Us VR offensichtlich dann immer diese eine Map im Raumschiff. Und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Dann gab es noch ein DLC mit einer komplett neuen Map, die Polus Point. Da gibt es dann auch eine Variante in VR. Also wenn das Ding dann rauskommt für die PlayStation VR 2, einfach mal gleich mit den 2 Maps. Günstig ist es ja auch und ein großer Spaß. Da können 4 bis 10 Leute gleichzeitig imposten und was auch immer man da tun muss. Ich denke mal, das wird jetzt in nächster Zeit reinrauschen. Und was mich tatsächlich sehr überrascht hat, ist Journey to Foundation. Das war auch schon mal irgendwann Anfang des Jahres irgendwie revealed worden, so dass es kommt, das wussten wir. Dass es jetzt schon am 26. Oktober kommt, das war mir echt nicht bewusst, dass es jetzt schon so zügig kommt. Und das ist von Archiakt. Ja, die haben in der Vergangenheit auch
auch schon gut bis okayisch abgeliefert. Also da müssen wir mal gucken. Es sieht ziemlich gut aus im Video. Wie gesagt, das ist jetzt im Oktober. Da gehe ich dann im Oktober-Video nochmal genauer drauf ein, was das jetzt ist. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie so ein richtiges Abenteuer. Und es scheint auch deutsche Synchronisation zu haben. Also nicht nur deutsche Untertitel, sondern wirklich deutsche Synchronisation. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Es gibt ja diese Serie The Foundation auf Apple TV, wo die ganzen alten Asimov-Bücher dann in Filmform verbraten wurden. Ich lese die gerade, also während ich koche, höre ich die mal als Hörbuch und bin da ein bisschen drin in dem Thema. Ich kann mir aber noch nicht vorstellen, was das Spiel bringen wird. Aber wie gesagt, ich gehe da noch mal genauer dann in dem nächsten Video, wo ich über alle Spiele, die im Oktober kommen, ausführlich spreche, ein. Dann haben wir noch etwas Neues, Heroes Forever, ein actionreicher Arcade-Deckungsshooter. Ihr arbeitet als Agent für das Time Enforcement Command, kurz TEC, eine Organisation, die sich auf die Aufrechterhaltung der Ordnung im Multiversum spezialisiert hat. Eure Aufgabe ist es, Korruption zu bekämpfen, die Chaos in Zeit und Raum verbreitet. Ihr müsst durch Dimensionen und über Zeitachsen hinweg springen, um zu verhindern, dass diese Krisen den Verlauf der Geschichte für immer verändern, indem ihr so schnell wie möglich Gegner vernichtet. Natürlich sind alle Missionen mit Risiken verbunden. Ihr müsst dem feindlichen Kugelhagel ausweichen, um euer Überleben zu sichern und Wege finden, wie ihr mit der Umgebung um euch herum interagieren könnt, um Level erfolgreich abzuschließen. Wenn ihr euch messen und unbedingt die Spitze der Bestenliste erklimmen wollt, müsst ihr eure Umgebung kreativ nutzen, um einen Highscore in Rekordzeit zu maximieren. Wir haben uns sehr bemüht, die Essenz der großartigen Lightgun-Spiele und Arcade-Deckungsshooter der 90er Jahre zu erfassen. Ja, so sieht es nämlich auch aus. Ja, es scheint sowas Ähnliches zu sein wie VR Brigade. Ich habe extra nicht 2 gesagt, denn hier ist auch eher so Low Poly. Ich finde, das sieht ganz witzig aus, aber müssen wir mal gucken, ob das jetzt ein super aufregendes Ding ist. Manchmal können solche Sachen ja aber auch überraschen, wie ich gerade mit dem fantastischen Compound, was ich auf der Pico 4 gespielt habe, erfahren durfte. Ja, das hat so super coole Retro-Pixel-Optik und ist einer der geilsten Shooter, den ich gerade gespielt habe. Unfassbar. So, aber hier müssen wir mal gucken. Ein konkretes Datum gibt es dabei nicht. Sie haben einfach nur gesagt 2024. Schauen wir mal, was wird. Und dann auch ein bisschen überraschend, aber musste ja irgendwann soweit sein. Forklands, ja, das ist ein PlayStation VR 2 exklusiver Titel, der auch schon mal revealed wurde und den gibt es jetzt einfach am 31.10. Also Ende nächsten Monats werden wir den jetzt schon haben. Man kann ihn sogar schon vorbestellen im Store. 34 € steht da. So, und Falklands scheint ja auch ein Roguelike-Shooter zu sein, ja, also so in den Fahrwasser von Synapse oder sowas, aber komplett andere Welt. Das sieht für mich so ein bisschen Steampunk-mäßig aus. Ich bin gar nicht so ein großer Fan des Styles, aber was ich halt erwarte, dadurch, dass es auch ein PSVR 2 exklusiver Titel ist, dass er halt so ein bisschen in die Hardware greift und einfach ein richtiger PSVR 2 Titel ist und nicht nur eine Konvertierung von irgendwoher. Deswegen auf den Titel bin ich auf jeden Fall gespannt. Könnte irgendwie ganz lumpfig werden. Tin Hearts taucht auch immer wieder auf. Es gibt tatsächlich noch kein Release-Datum weiterhin, aber am 2. November gibt es eine kostenlose VR-Demo zu Tin Hearts. Ja? Das ist ja so ein ganz allerliebstes kleines, na, ich würde es fast mit Lemmings vergleichen. Ja, Lemmings plus Physical Puzzle, so. Ja? Sieht allerliebst auch, schönes Ding. Reden wir im November drüber, wenn es soweit ist. Dann haben wir auch schon länglich auf dem Zettel Tiger Blade. Das wurde schon mal angekündigt und das hat jetzt auch einen Release-Termin mit dem 17. November bekommen. Wirkt auf mich erstmal relativ einfach, das Spiel. Intensive, rasante Kämpfe bilden das Herzstück des Spiels. Ihr wechselt schnell zwischen Schwert und Pistole, während ihr euch die urbanen Orte von Siwoon kämpft, die neukoreanische Kulisse des Spiels. Während der Entwicklung von Tiger Blade haben wir die zentrale Spielmechanik als Slash and Dash bezeichnet. Das ist ziemlich selbsterklärend. Ihr benutzt euer Schwert, um einen Gegner oder einen entsprechenden Teil der Umgebung zu zerfetzen und dann rennt ihr zum nächsten Actionpunkt. What the fuck? Sehr geil. Wer die Schusswechsel in Tiger Blade ausprobiert hat und mit Time Crisis vertraut ist, wird wohl nicht allzu überrascht sein, dass es ein paar Fans von Namcos klassischen Lightgun-Shooter in unserem Team gibt. Also ich denke mal, auch das wird wieder so eine arcadige Erfahrung. Interessant, wie sich das jetzt gerade stapelt. Lass uns überraschen. Und dann hat Sony selber tatsächlich wieder einen neuen PlayStation VR Trailer rausgehauen und der beinhaltet ein paar alte Bekannte, aber auch was Neues. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Hier, Village, alles cool. Da. Ja, ist amazing. Firewall, auch fast amazing. Fast. Nein, ist schon cool. Synapse, großartig. Ja, schmeiß ihn weg. Action!
Ist richtig happy. Crossfire ist auch cool geworden, das Spiel. Gefällt mir. Embrace the Rush. So, und hier, Wingman, Frontline 59. Merkt euch das. Dazu gibt es jetzt nämlich gleich was zu erzählen. Und witzigerweise hat Upload VR auch was dazu geschrieben. Projekt Wingman, Frontline 59 adds a new campaign on PSVR 2 and we previewed the first mission. Also im Verhältnis zum Originalspiel, das es für den PC gibt, also für Steam VR, haben sie eine neue Mission hinzugefügt und die Leute von Upload VR hatten offensichtlich schon die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. 3 Jahre seit dem ersten Erscheinen von Projekt Wingman ist von Top Gun inspirierten Flugfantasie von Humble Games mit einer erweiterten Geschichte und optionaler PSVR 2 Unterstützung zurück. Mir wurde gesagt, dass Frontline 59 weitere 2 bis 3 Stunden in 6 neuen Missionen hinzufügt und einen Anfängerpiloten in den Reserven ihres Militärs spielt, der nie erwartet hatte, eingesetzt zu werden. Sans-Controller werden nicht unterstützt, also habe ich mit einem Dual Sans Gamepad mit Schultertasten zum Bremsen, Beschleunigen und Drehen und so weiter gespielt, ähnlich wie bei Gran Turismo. Bisher ist es ein unterhaltsamer Luft-Action-Spiel, das sich auf der PSVR 2 gut zu entwickeln scheint. Aufgrund der begrenzten Natur der Demo kann ich nicht weiter urteilen, ob es jemand, der sich gerne daran erinnert, Ace Combat 7 und Eve Valkyrie auf der PlayStation VR 2 ausprobiert zu haben, fühlt sich das, was hier ist, ermutigend an. Und ich bin scharf darauf, mehr zu sehen. Schreibt halt der Herr im Artikel. Aussehen tut das Ganze ganz gut, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch Ace Combat 7 gespielt haben. Das hatte ja lediglich 3 VR-Versionen, aber die waren schon auf der PlayStation VR 1 einfach Sahne. Ja, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Also technisch wäre da richtig gut was rauszuholen. Allerdings ist Ace Combat auch von Namco gewesen und nicht von einem eher kleineren Studio. Wie gesagt, die Screenshots und was ich an Videomaterial bisher gesehen habe von Projekt Wingman sieht aber gut aus. Und ich denke mal, das wird jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern. Auf jeden Fall schöne Info, dass da dran geschnitzt wird und wir es bald kriegen werden. Dann auch noch ein neuer Eintrag im deutschen Store, ohne konkretes Datum, Cycube VR von Stonebrick Studios und wenn ich richtig informiert bin, ist das tatsächlich auch ein deutscher Entwickler. Ja, hier. Tritt ein in das visuell atemberaubende Voxel-Universum, das speziell für die unvergleichliche Immersion von VR entwickelt wurde. Erkunde eine riesige Welt, sammle Ressourcen, crafte mit deinen Händen in 3D und baue alles, was du dir vorstellen kannst. Und ja, wenn ihr gerade denkt, Mensch, das ist doch wie Minecraft in schick, genau das ist es. Ich habe das selber noch nie gespielt. Ich habe nur tatsächlich den Benchmark, den das Spiel beinhaltet, auf dem PC mal getestet, um ja, VR-Brillen-Benchmarks zu haben. Gucken wir mal. Es ist doch ganz niedlich. Für alle, die Minecraft mögen, wir hatten ja das Original Minecraft sogar auf der PlayStation VR 1, aber soweit ich weiß, gibt es noch PlayStation VR 2 Anpassungen haben wir noch nicht bekommen. Weiß nicht, ob sowas eines Tages passiert. Da müssen wir uns ja mal immer überraschen lassen. Ja, und ganz am Schluss vielleicht aber auch noch erwähnenswert, gab es wieder einen Bericht über Resident Evil, den VR-Mode, der war jetzt auf der Tokyo Games Show zu sehen. Ja, konnte man selber Hand anlegen. Da ist aber jetzt auch nicht viel Neues rausbekommen. Ja, also sie schwärmen hier in dem Artikel, dass man jetzt selber nachladen kann und solche Geschichten. Das kennen wir ja schon aus dem VR-Mode von Resident Evil 8 und deswegen, also Village, deswegen erzählt mir das jetzt hier auch nichts Neues. Ich habe aber sowas von Bock auf den Titel, das wird so geil. Angekündigt ist er ja offiziell mit Winter. Das wird geil, Leute. Wenn es kalt ist, werden wir uns wieder in AAA-Titeln suhlen. Wie gesagt, nächsten Monat am Oktober wird es sowieso krass. Also, was da rauskommt, muss erstmal weggespielt werden. Was ziemlich schade ist, denn ich dachte, vor dem Release von Resident Evil 4 VR schaffe ich noch The Walking Dead Sinners 2, aber das sehe ich jetzt wirklich nicht mehr so. Ich muss unbedingt Red Matter spielen und auf jeden Fall Tennis and Curd, Vertigo 2, Journey of Foundation, habe ich total Bock. The Falklands, ich denke Ghostbusters wird auch auf jeden Fall etwas sein, auf das man mal rein. Es gibt super viele Leute, ich werde echt zu tun haben. Fühlt sich langsam an wie so ein Fulltime-Job. Das war's mit den Spiele-News. Wie gesagt, das richtige alle Spiele, die im Oktober rauskommen, Video, damit ihr da eine schöne Liste habt, wo ihr nachgucken könnt. Das kommt denn jetzt morgen oder übermorgen. Auf jeden Fall noch rechtzeitig, bevor das erste Oktoberspiel rauskommt. Dann würde ich mich sehr für eure Meinung interessieren. War jetzt da was dabei, wo ihr sagt, ja, wie geil ist das denn? Darauf habe ich schon gewartet oder was? Ich bin total überrascht. Flash, dieses Spiel verändert mein Leben für immer. Das würde mich doch sehr freuen, wenn ich da was von euch höre. Ein Däumchen drücken könntet ihr auch gerne unter diesem Video. Das wäre nicestest ever. Dann sehen wir uns diesen Sonntag. Diesen Sonntag ist auf jeden Fall Mo's News and Talkshow, tatsächlich. Ja. Ich habe ja gesagt, ich weiß noch nicht, in welchem Rhythmus ich das jetzt weitermachen werde. Ich habe mich aber entschlossen, auf jeden Fall einmal im Monat. Das letzte Mal war Anfang September.
Also ist dieses Mal der erste Sonntag im Oktober. So wird es jetzt erst mal halten. Wenn es, wie momentan, irgendwie so viele News auf einen Haufen gibt, dann mache ich's vielleicht auch alle 2 Wochen. Aber ich denke mal, der monatliche Rhythmus ist okay. Versorge euch ja auf jeden Fall sowieso mit den ganzen News in kompakterer Form wie hier. Ihr verpasst also nie was. Der Sonntag ist dann einfach nur, damit wir auch mal 'n bisschen miteinander kuscheln können, ja? Muss ja auch zwischendurch sein. Und damit bin ich erst mal raus. Bis dann, so Tenso Mo von WA. Immer für euch da.